Guten Morgen und herzlich willkommen bei Zeichnen und Malen mit Pedro und Rosa. Mein Name ist Effi Steiner-Böhm. Ich bin Künstlerin und ihr seid hier bei mir im Atelier auf dem Wunderhof. Ich zeige euch heute, wie ihr mit Tusche so ein Einblatt so zeichnen könnt, dass es aussieht wie echt. Wir arbeiten heute mit Tusche und Tusche funktioniert so ähnlich wie der Füller in der Schule, nur mit dem Unterschied, dass wir keine Patronen benutzen, sondern dass wir immer in das Tuschefässchen eintauchen. Es gibt verschiedene Federn, ihr braucht also auf jeden Fall diesen Federhalter und dann gibt es verschiedene Federn, die sind vom Strich her ganz unterschiedlich, ich zeige euch die mal alle. Und zwar ist das eine Zeichenfeder, die macht ganz, ganz dünne, feine Striche. Das ist eine Bandzugfeder, die hat also unterschiedliche Striche im Auf- und Abstrich. Und das, was ich meistens zum Zeichnen benutze, ist eine Stenofeder. Die macht so einen mittelstarken Strich, da kann man eigentlich so alles machen, was man so ungefähr braucht. Dann gäbe es noch eine Bambusfeder, die hat zum Beispiel Vincent van Gogh ganz oft benutzt. Die macht sehr interessante, ganz unterschiedlich starke Striche. Und man könnte Tusche auch mit so einem feinen Pinsel malen. Also das ist alles eine Möglichkeit, die man ausprobieren kann. Ich habe euch im Buch das nochmal gezeigt, wie also so der Unterschied ist. Und wir machen aber jetzt heute unsere Pflanze nur mit der Stenofeder. Ihr müsst selber ein bisschen probieren, wenn ihr eintaucht in das Tuschefass, dann soll so ungefähr die Hälfte von der Feder soll so schwarz sein. Und dann probiert man halt einfach aus, wie man die Feder halten muss, dass die Tusche gleichmäßig von der Feder fließt. Da gibt es nicht so eine Regel, das ist wie mit dem Füller auch. Ne? Manche halten den so, manche halten den so, wie es halt leichter für euch ist. Aber ansonsten muss man eigentlich da nicht viel wissen. Ihr könnt auch, bevor ihr anfangt zu zeichnen, nochmal Schraffieren üben, welche Art der Schraffur euch am besten gefällt. Genau das gleiche haben wir ja beim Bleistift schon mal gemacht. Nur man kann Krakel machen, man kann kurze Striche, solche machen. Das bleibt ganz euch überlassen. Tusche ist wirklich total leicht. Sie hat nur einen großen Nachteil, der zwar auch ein Vorteil ist, und zwar ist Tusche wasserfest. Das heißt, in dem Moment, wo die trocken ist, ja, bringe ich die nicht mehr weg. Und das passiert halt leider sehr oft bei der Tusche, dass man kleckst und dann muss man halt einfach kreativ, wenn ihr zum Beispiel irgendeinen kleinen Klecks gemacht habt, müsst ihr halt kreativ sein und entweder irgendwelche Viecher draus machen oder euch sonst irgendwas ausdenken, wie ihr diesen Tuscheklecks mit in das Bild integrieren könnt. Was man bei Tusche auch machen kann, ist mit Wasserfarben drüber malen, weil sobald eben die Tusche aufgetrocknet ist, bleibt die stehen, ganz egal wie viel man da drüber malt. Und das ist halt auch total schön, wenn man zum Beispiel mit Aquarellstiften arbeitet. Ja, das so viel zum Material selber. Und jetzt möchte ich euch noch kurz zeigen, was so das Problem bei Pflanzen ist, wenn man die zeichnen möchte. Ich habe euch von dem Einblatt, das wir jetzt dann später zeichnen, habe ich euch ein Blatt abgeschnitten, weil ich euch das gerne zeigen möchte. Ganz häufig bei Pflanzen ist es so, dass die irgendwie geknickt sind, gebogen sind. Und das ist für Anfänger meistens die Schwierigkeit, das zu zeichnen, dass eben das Blatt, das nach vorne geknickt ist, deutlich erkennbar anders ist als das Blatt, als die Blattunterseite. Also wenn ihr jetzt das von oben seht, ne, dann habt ihr das Stück vorne, da seht ihr das gerade und dann habt ihr das Stück hinten, von dem sieht man dann nur diesen Teil. Und wenn man das System mal verstanden hat, ist auch das sehr einfach. Das Geschickteste ist, ihr fangt mit dem vorderen Teil an
bringe es nochmal ins Bild, dass ihr das seht. Und da ist meistens in Blättern ist so eine Mittellinie drin, also diese Hauptlebensader, von der aus die Adern dann weggehen. Und hintenrum sieht man dann die Blattunterseite, die kommt ungefähr da raus und die ist da so ein bisschen gewellt. Und der Stiel, der muss mit der Lebensader, der muss da zusammentreffen. Also da muss man sich hier so eine Linie denken. Und wenn man das verstanden hat, dann hat man eigentlich schon ja, das Wichtigste begriffen, was man bei Pflanzen wissen muss. Und dann ganz wichtig auch diese Adern. Alle Pflanzenblätter haben solche Adern, die das Blatt versorgen und die sind manchmal gleichständig, das heißt, die kommen an der gleichen Stelle links und rechts vom Stiel raus, oder sie sind gegenständig, das heißt, die wechseln sich ab. Und da müsst ihr halt darauf achten, dass ihr das richtig macht. Die sind auch nicht immer ganz gerade und gehen so raus, sondern ihr seht schon die Linie zum Beispiel, die geht so geschwungen. Und das ist halt so die Hauptschwierigkeit, dass man beim Zeichnen dran denkt, wie diese Lebensadern auf dem Blatt, wie die laufen. Und sobald man dann mal die Hauptform hat, ist eigentlich nur noch die Schwierigkeit zu schattieren. Und da müsst ihr halt dann schauen, welche Seite ist die hellere, welche ist die dunklere. Und in dem Fall ist die Oberseite jetzt dunkler als die Unterseite, also schattiere ich die stärker. Und da geht es jetzt gar nicht so sehr darum beim Zeichnen, dass ihr tatsächlich alle Licht- und Schattenspiele auf der Pflanze habt, sondern dass man so ungefähr erkennen kann, was vorne und hinten ist, was oben und unten ist. Und das ist eigentlich schon das Wichtigste beim Zeichnen. So, ich habe mir jetzt fürs Zeichnen wieder einen größeren Karton besorgt. Der ist auch ein bisschen stärker als das Übungspapier. Ich glaube, der hat so um die 200 Gramm pro Quadratmeter. Ganz wichtig, dass ihr vorher ausprobiert auf dem Papier, ob da nicht die Tusche verläuft. Weil bei manchen Papieren, wenn die nicht so gut verleimt sind, dann passiert es, dass die Tusche verläuft und das eignet sich dann nicht. Das müsst ihr am besten ausprobieren. Ich werde jetzt von dieser Pflanze, die ich euch hier fotografiert habe, werde ich jetzt nur einige Sachen exemplarisch machen, so ähnlich wie hier im Buch, damit das Ganze nicht so lang dauert. Wenn ihr nicht sicher seid mit der Tusche, ist es gut, wenn ihr vorher vorzeichnet. Das braucht man sich nicht genieren, auch die guten Zeichner machen das, die sagen das bloß nicht laut. Weil Tusche, wie gesagt, wasserfest ist und man kann die halt nicht radieren. Und deswegen ist es einfach praktischer, wenn man sich die Hauptblätter einfach mal vorzeichnet. Dann kann man hinterher, wenn die Tusche drüber ist, kann man den Bleistift wegradieren und dann sieht es kein Mensch mehr. Wenn ihr so eine große Pflanze habt mit so vielen Blättern, müsst ihr nicht alles zeichnen, was da drauf ist. Ich werde zum Beispiel jetzt aus diesen 2 Blättern da vorne, werde ich bloß ein großes machen und ich werde das dazu nehmen, ich werde die seitlichen dazu nehmen und die da hinten, die müssen nicht unbedingt alle drauf. Okay, und wie gesagt, ich fange immer mit dem vordersten Blatt an und arbeite mich dann Stück für Stück, arbeite ich mich von unten nach oben hoch. Wenn ihr eine andere Methode habt, die euch leichter von der Hand geht, dann macht's das, weil
Sehen und Zeichnen ist immer eine ganz persönliche Sache. Das ist für alle Leute unterschiedlich. Das muss man so machen, wie man das am besten kann. Diese Blätter sind am Rand immer so ein bisschen leicht, so gewellt. Das ist so das Typische vom Einblatt. Dann habe ich da zum Beispiel so ein Blatt, wie ich euch vorhin schon gezeigt habe. Das fällt wie so nach unten und ich sehe da so ein kleines bisschen, sehe ich noch die Blattunterseite. Dann ist das fast genauso, wie wir es gerade gezeichnet haben, nur halt in die andere Richtung. Und ihr braucht auch überhaupt keine Angst haben, wenn das nicht genauso wird, wie das jetzt auf dem Foto ist. Kein Mensch kennt die Pflanze außer euch. Wichtig ist immer nur, dass der Betrachter erkennt, was es sein soll und dass es eben aussieht wie echt, was nicht unbedingt heißt, dass es tatsächlich in echt so war. Aber bei der Pflanze wieder darauf achten, wie die Adern laufen, dass die so ganz stark gebogen sind. Oh, die könnte ein bisschen breiter sein, sehe ich gerade. Und da, wie vorhin gezeigt, muss man sich diese Linie denken und dann kommt es da raus. Und jetzt mache ich halt vielleicht das eine Blatt noch, weil das noch so ein bisschen kompliziert ist, dass ihr das gesehen habt. Da sehe ich da vorne jetzt zunächst wie so eine Welle. Und ich sehe so ganz leicht die Blattunterseite. Merke ich schon, das lasse ich jetzt einfach da hinten rauskommen. Genau, und die Stiele gehen dann so nach unten rein. Und vielleicht habt ihr das bemerkt, dass am Anfang die Tusche nicht so gut von der Feder runtergelaufen ist. Das passiert immer mal wieder und da muss man einfach so lange drehen und so lange probieren, bis das funktioniert.
So, und wenn ich jetzt meine Hauptlinien gezeichnet habe, ich habe da hinten jetzt noch so ein Blatt dazu erfunden, weil mir das von der Komposition her besser gefällt, dann könnt ihr anfangen, das Ganze zu schattieren. Und zwar, wie gesagt, immer schauen, was ist die dunklere Seite, was ist die hellere Seite. In dem Fall ist jetzt hier das unterm Blatt ist es dunkler bei mir. Und wir sollen halt jetzt an den Hauptkontraststellen, also wo immer hell und dunkel aufeinander trifft, da soll halt deutlich sein, dass da eben zwei verschiedene Ebenen aufeinandertreffen. Und bei Tusche, da dürfen auch ruhig Krakel mal dazwischen sein. Also das muss nicht immer unbedingt gleichmäßig sein, sondern das macht Tusche lebendig, wenn da so, ja, wie so unordentliche Stellen in der Zeichnung sind. Da braucht ihr keine Angst haben, da kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Gut, ihr habt jetzt ungefähr gesehen, wie ich die Licht- und Schattenseiten setze, und ich blende jetzt aus und fülle die Zeichnung aus, soweit, dass ich fast fertig bin, und dann lasse ich euch wieder zuschauen. Ja, ich habe jetzt ziemlich viel von diesen Blättern schon ausgefüllt und ich habe jetzt darauf geachtet, dass die eben unterschiedlich hell und dunkel sind. Da ist dieses hintere Blatt, das habe ich relativ dunkel gemacht, damit der Kontrast zu dem helleren Blatt ganz deutlich wird. Und das da vorne, das am weitesten vorne ist, das habe ich fast weiß gelassen, also ganz wenig schattiert, dass eben der Kontrast wieder zu dem hinteren Blatt ganz deutlich wird. Wichtig ist auch, wenn ihr diese Stiele macht, dass ihr schaut, dass die tatsächlich konsequent weitergehen. Also dass zum Beispiel der Stiel, der jetzt da hinten vorbeigeht, der wird natürlich von den vorderen Stielen verdeckt, aber der muss natürlich von der Linie her stimmen. Genauso wie das stimmen muss, oder der Stiel, der kommt da, oder der von hinten. Mehr braucht eigentlich eine Tuschezeichnung nicht, weil die ganz im Gegensatz zu den Bleistiftzeichnungen sehr stark von diesen Hell-Dunkel-Kontrasten und vor allem auch von den Konturen lebt. Also das, was ich euch auch damals gesagt habe bei den ersten Lektionen, dass die Dinge außenrum keine Kontur haben, das kann man mit der Tusche so nicht ganz machen. Da ist es dann wichtig, dass einfach interessante Schraffuren und interessante Striche auf dem Papier leben. Ihr könnt auch, wenn euch das zu glatt ist, könnt ihr dann am Schluss noch in die andere Richtung drüber schraffieren. Ihr könnt auch mal versuchen, so zu punkteln. Das sieht auch immer noch ganz interessant aus. Also wie gesagt, bei Tusche geht es ganz viel um die unterschiedlichen Strukturen. Diese Schwarz-Weiß-Kontraste vom Tuschestrichen zum Papier. Da kann man vielleicht jetzt auch den Kontrast noch ein bisschen verstärken, damit man diese hellere Blattunterseite, damit man die vielleicht ein bisschen deutlicher sieht. Und vielleicht fällt euch auf, dass ich da hier rüben mit der Hand drüber gekommen bin, und das ist jetzt genauso ein Problem, das ich vorhin gesagt habe, wenn mir sowas passiert, dann könnte ich jetzt da zum Beispiel eine kleine Fliege draus machen oder irgendein kleines Tier, das da vielleicht gerade so im Anflug ist. Da muss man sich dann einfach irgendwas einfallen lassen. Ja, soviel zum Thema Pflanzen mit Tusche zeichnen. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht und ihr seid beim nächsten Mal dabei, wenn wir diese Pflanze jetzt dann in Farbe mit Acrylfarben malen. Bis bald, ich freue mich auf euch.